Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Alexander. Ich bin momentan auf einer Italien-Radreise, befinde mich gerade bei Sorrent, kurz vor Neapel und fahre jetzt weiter Richtung Pompeji. Und wenn du wissen willst, was ich dabei alles sehe und erlebe, dann bleib dabei. Es ist 9:30 Uhr morgens, das Fahrrad ist gepackt. Jetzt muss ich nur noch auschecken und dann kann es losgehen. Um meine Unterkunft herum sind überall Gärten, wo die Produkte angebaut werden, die dann im Restaurant verwendet werden. Und es wird auch noch was zum Mitnehmen hergestellt. Jetzt muss ich ja erstmal aus diesem Straßengewirr herausfinden, in dem ich mich gestern komplett verirrt habe. Das ist gar nicht so einfach. Aber wenn ich auf der Hauptstraße zurück bin, dann weiß ich, wie es weitergeht. Das ist die Halbinsel, an deren Südseite die Amalfiküste verläuft. An deren Ende hat man dann Blick auf Capri. Aber ich werde da jetzt nicht hinfahren. Das ist mir jetzt zu anstrengend, wie man hier in der Topografie leicht erkennen kann. Ich fahre jetzt gleich runter nach Sorrent. Ich bin hier jetzt in Sant'Agata sui Due Golfi oder so ähnlich. Und fahre jetzt noch nicht den ganz direkten Weg runter nach Sorrent, sondern über eine andere Straße, die mir auf der Karte nicht ganz so steil aussieht. Also frei würde ich das mal übersetzen, Sant'Agata, das an den zwei Golfen liegt, also an den zwei Buchten. Einmal an der Bucht von Sorrent und an der, ich weiß nicht, wie die südliche heißt. Und dadurch, dass ich jetzt diese Straße fahre, kann ich doch noch ein Stück weiter am Golf von Sorrent entlang fahren. Mal sehen, ob das so eine schlaue Entscheidung war oder ob es jetzt wieder bergauf und runter geht. Die Straße hier ist ziemlich eng und der Verkehr tobt. Jetzt mal gerade zum Glück nicht, aber es ist ganz schön viel los hier. Weil hier auch Lastwagen fahren, kann man nicht so schnell um die Kurven flitzen. Kann sowieso nicht schnell fahren, weil die Straße sehr schlecht ist. Flickenteppich. Ich komme jetzt nach Massa Subrese und bin so weit den Berg jetzt runter, glaube ich. Hat ganz gut geklappt. Ich glaube, das war die bessere Wahl als direkt nach Sorrent rein. Und die Straße schien irgendwie steiler zu sein. So, da vorne haben wir Blick aufs Meer. Das ist jetzt aber noch nicht der Golf von Sorrent, glaube ich, sondern es geht ja eigentlich direkt nach Westen. Ich fürchte aber, dass ich Capri von hier aus nicht sehen kann. Ja, ich glaube, das da vorne ist doch noch Capri. Das könnte es auf jeden Fall sein. Dann habe ich das jetzt auch mal gesehen. Ja, leider versinkt hier jetzt gerade keine rote Sonne im Meer bei Capri. Aber es ist trotzdem ein sehr schöner Blick. Ich wäre gerne hingefahren, aber dann hätte ich wieder irgendwo in einem Hotel 2 Nächte verbringen müssen, in dem Ort, von wo aus ein Schiff fährt. Und ich habe Schiffe gesehen, die da hingefahren sind und die waren so voll. Die ganze Insel wird voller Menschen sein. Und das im April. Ja, schade, aber vielleicht ein anderes Mal. So, hier ist die Straße jetzt mal wieder gesperrt. Ich weiß nicht warum. Und ich habe ihn auch nicht verstanden, ob ich da jetzt durchfahren kann. Es fahren Autos, aber keine Ahnung, was da los ist. Also wie ich ihn verstanden habe, ist im weiteren Verlauf eine Baustelle, an der man aber vielleicht mit dem Fahrrad vorbeikommt. So, Baustelle Nummer 1 umfahren. So, jetzt kommt Baustelle Nummer 2. Eben hat mir einer den Bauzaun offen gehalten. Das heißt ja wohl hoffentlich, dass ich dann hier auch durchkomme. Ja, da haben wir nochmal Blick auf Capri in seiner vollen Pracht. Leider im Dunst, aber es trotzdem wunderschön. Da liegt jetzt Sorrent. Es liegt auf einem Felsen, wie es so aussieht. Ich kann es kaum erkennen im Dunst. Da muss ich noch lang. Und da unterhalb des Vesuvs müsste Pompeji liegen und da möchte ich heute hin. Ich bin jetzt in Sorrent angekommen. Hier scheint die Haupteinkaufsstraße zu sein. Ich weiß allerdings nicht, wo die Altstadt liegt. Die müsste eigentlich mehr links sein. Muss mal gleich auf die Karte gucken. Ja, wie ich mir gedacht habe, ist die Altstadt mehr hier unten. Aber da
komme ich nicht richtig durch. Es scheint bayerische Woche zu sein in Sorrent. Ja, es ist Freitag 11 Uhr und die Straßen sind voll. Es ist mir ein bisschen eng da, ich gehe wieder auf die Hauptstraße. Es scheint auf jeden Fall eine schöne Stadt zu sein und einen Besuch wert. Leider gibt es hier keine Geranien, aber dafür Stiefmütterchen. Ja, das war leider ein bisschen zu eng da in der Altstadt und auch sehr voll. Deswegen bin ich jetzt durchgefahren. Ich bin aber noch zu einem Fahrradgeschäft gefahren und habe da Ersatzbremsbacken bekommen. Das war mir sehr wichtig, dass ich da noch welche im Petto hatte. Die habe ich zwar jetzt gerade erst gewechselt, aber es geht so schnell ab hier bei den Bergen und den steilen Straßen, wo man so viel bremsen muss. Ja, leider lässt es sich jetzt nicht vermeiden, hier auf der Hauptstraße zu fahren. Ein Treck führt mich jetzt weg von der Durchgangsstraße. So, hier ist auch alles wieder Einbahnstraße. Manchmal dürfen in die Einbahnstraßen auch Fahrräder und Motorräder reinfahren. Da steht da ein Schild. Kopfsteinpflasteralarm. Und Aussichtsalarm. Ja, die Felsen werden immer schroffer und ich glaube, die Straße führt da oben lang. Ich sehe ja schon Busse entlang schleichen. Ich glaube, da ziehe ich mir mal lieber die Jacke aus. Jetzt habe ich noch eine Kaffeepause eingelegt, damit ich den Berg besser hochkomme, aber jetzt muss ich erstmal die Hauptstraße wiederfinden. Ja, das gestaltet sich etwas steil hier. Ich glaube, das schiebe ich jetzt und spare mir die Kraft für den richtigen Berg auf. Ich habe es auf die Hauptstraße geschafft. Jetzt kann es bergan gehen. Das ist der Golf von Sorrent. Der geht dann in den Golf von Neapel über. Oh, das hat jetzt eine ganze Weile gedauert, bis ich auf der anderen Seite war. Aber ich habe es überlebt. Hier wäre jetzt auch ein richtiger Aussichtspunkt gewesen. Hier sind jetzt noch weitere Aussichtspunkte, wo man dann auch Sorrent sehen kann, was eben versteckt hinter der Ecke lag. Aber das liegt komplett in der Sonne. Das hat also keinen Zweck, da jetzt zu filmen. Sieht so aus, als wäre ich oben. Sehr abenteuerlich. Ziemlich heftiger Verkehr mit vielen Bussen. Und jetzt kommt der nächste Ort, der heißt, glaube ich, Vico Equense oder so ähnlich. Wird anders ausgesprochen. Jedenfalls, da kommt ein langer Tunnel, deswegen muss ich jetzt durch den Ort und dann außen am Berg entlang. So, da kommt der Tunnel. Und Fahrradfahrer werden auch schon von der Straße runtergeschickt. Ja, da ist ja der Vesuv. Sieht so ganz friedlich aus. Aber er kann auch anders. Das werden wir hoffentlich heute oder morgen noch sehen. Ja, der Verkehr hier in Italien ist wirklich schon sehr wild. Ist nichts für Menschen mit schwachen Nerven. Ist eigentlich auch nichts für mich. Aber ich habe mich inzwischen daran gewöhnt. Und es macht fast schon ein bisschen Spaß, bringt so einen gewissen Thrill. Das ist so eine tägliche Nahtoderfahrung. So, das ist jetzt der Hauptplatz sozusagen von Vico Equense. Ich kann jetzt nicht nachschauen, wie er heißt. Ich muss nach vorne gucken. Jetzt noch mal schön kritisch hier, eine abgeschliffene Straße. Aber ich komme jetzt auf die Küstenstraße. Parallel dazu verläuft ein ultralanger Tunnel, da waren sogar für die Motorräder gesperrt. Ja. Aber der Verkehr ist trotzdem unglaublich. Ja, der Gegenverkehr verläuft unten, muss aber jetzt auch warten. Jetzt weiß ich nicht so genau, wo ich lang muss. Ich
da auch hoch muss oder ob ich unten rum kann. Mal schauen. Ich fahr unten rum. Ich komme jetzt nach Castellammare di Stabia. Eine Perle am Golf von Sorrent. Jetzt wollte ich mal ein bisschen näher am Meer fahren, da wo eigentlich der Treck entlang führt, aber das ist mal wieder Einbahnstraße. Und weiter geht's. Kopfsteinpflasteralarm, aber dafür wird es jetzt ein bisschen ansehnlicher hier. Eine Weile nicht gefilmt, es war nicht sehr schön. Einfach nur eine gerade Straße durch urbanes Gebiet. Und jetzt bin ich in Pompeji. Hier stehen Damen in bunten Kleidern auf der Straße. Hier auf dem Platz ist eine Zona della Silenzia. Das heißt, man soll nicht hupen. Es scheint eine Klosterkirche zu sein mit dem furchtbar langen Namen della Beata Vergine del Santo Rosario. Das sieht nach einer Einkaufsstraße aus. Ich gucke mal, ob ich da was zu essen finde. Es ist 10 vor 2. Die scheint aber gerade so eine Art Siesta zu sein. Hier ist alles zu. Jetzt habe ich doch noch was zu essen bekommen. Jetzt habe ich es noch ganz knapp 5 Minuten bevor Einlassende war in den archäologischen Park von Pompeji geschafft. Jetzt schaue ich mir hier die Ausgrabungsstätten ein bisschen an. Es ist hier nichts beschrieben. Man soll sich möglichst einem Führer anschließen. Ja, das habe ich jetzt aber nicht gemacht, sondern erkunde das jetzt mal selber. Ich lasse das einfach auf mich wirken und filme ein bisschen. Am besten kommt ihr mal selber her. Jetzt bekommt ihr einen kleinen Eindruck, wie es hier aussieht. Pompeji wurde im 7. Jahrhundert vor Christus gegründet und dann nochmal verlegt an die Nähe der Flussmündung. Und das, was man hier jetzt sieht, sind die Reste der römischen Stadt, so wie sie nach dem großen Vulkanausbruch 79 nach Christus verschüttet wurden. 62 nach Christus gab es schon mal ein schweres Erdbeben hier in Pompeji. Davon hatte sich die Stadt noch nicht richtig erholt. Es hat dann nochmal Erdbeben kurz bevor dem Ausbruch gegeben und da haben dann schon viele Bewohner der Stadt den Ort verlassen. Einige sind aber da geblieben und sind dann dem Ausbruch zum Opfer gefallen. Bei dem Ausbruch wurden riesige Mengen von Asche und Bimsstein ausgestoßen, die die ganze Stadt bedeckt haben. Und deswegen ist er auch noch so relativ gut erhalten, weil man sie lange nicht gefunden hat. Hier kann man sogar noch einen Tempel sehen. Man kann hier ganz gut sehen, wie eng die Häuser aneinander gestanden haben und wie die gebaut haben. Ich weiß jetzt allerdings nicht, inwieweit das alles authentisch ist hier oder ob das dann von Archäologen wieder aufgebaut wurde. Ja, anscheinend wurden unbehauene Steine benutzt und die dann mit Mörtel verklebt. Und dadurch sind ganz schön große Mauern entstanden. Das hier könnte mal ein Tempel gewesen sein. Wenn ich es richtig verstanden habe, kam es zuerst zu einer Explosion durch aufgestaute Gase im Vulkan. Und dadurch wurde unheimlich viel Bimsstein in die Atmosphäre geschossen und dann durch den Wind hier über Pompeji getrieben. Und da waren auch teilweise sehr große Gesteinsbrocken dabei. Und die haben dann schon die Dächer durchschlagen und alles bedeckt. Dann ist der Vulkan in sich zusammengebrochen, dann ist er nochmal explodiert, dann kam Asche und ich glaube, er ist zweimal in sich zusammengefallen und dann hat er sich beruhigt und dann kamen die ersten Leute zurück, auch Leute, die helfen wollten oder aus naturwissenschaftlichem Interesse hergekommen sind und dann gab es nochmal Glutwalzen, also es muss furchtbar gewesen sein. Es ist doch interessanter, als ich gedacht hatte. Normalerweise interessiere ich mich nicht so für Steine, aber das ist wirklich toll hier. Durch diese aufsteigenden Steine und Gase gab es dann schwere Unwetter. Ich
glaube, das lädt sich dann elektrisch irgendwie auf, die Luft. Und ja, dann hat dieser Starkregen dann den ganzen Schlamm noch den Vulkanhang runtergespült. Aber das ist, glaube ich, nicht bis hier hingekommen. Hier ist eine Menge los, aber ich denke, im Sommer sind noch mehr Leute da. Viele haben sich eine Führung gebucht, um sich das mal alles erklären zu lassen, weil es gibt keine Erklärungsschilder an den einzelnen Gebäuden. Anscheinend wurden nicht nur Bruchsteine, sondern auch Ziegel verwendet. Ja, hinter mir sieht man jetzt den Vesuv. Da kann man ungefähr abschätzen, wie weit der weg ist. Der Wind hat also alles hier rüber getragen. Und ja, kurz nach dem Ausbruch hat man dann versucht, die wichtigsten und wertvollsten Dinge wie Statuen und sowas zu bergen. Dann ist die Stadt aber in Vergessenheit geraten, weil sie eben so dick mit Bimssteinen und Asche bedeckt war. Bei Kanalarbeiten im 16. Jahrhundert ist man hier auch schon auf etwas gestoßen, hat dem aber keine allzu große Bedeutung zugemessen. Und Ausgrabungen gibt es hier, glaube ich, seit Mitte des 18. Jahrhunderts. Goethe war auch hier auf seiner Italienreise. Ich weiß nicht genau wann, konnte ich nicht rausfinden. Jetzt bin ich ja schon an 2 Orten gewesen, die er besucht hat, in Agrigent und in Taormina. Und ich hoffe, auf meiner weiteren Radreise werde ich noch andere Orte finden, wo er gewesen ist. Die ersten Ausgräber waren wohl hauptsächlich an römischen Statuen und an Fresken interessiert. Und für die Architektur und die Mauern ist erst später Interesse aufgekommen. Das, was ich hier die ganze Zeit filme, müsste übrigens das Forum sein. Die Ausgrabungen sind erst professionell betrieben worden, glaube ich, nachdem Napoleon Italien besetzt hatte, und dann unter französischer Leitung wurde hier dann mit bis zu 700 Arbeitern gewerkelt. Falls ich hier was Falsches erzähle oder ihr mehr wisst oder irgendwelche interessanten Details kennt, dann schreibt die mir gerne in die Kommentare. Das wäre für mich auch sehr interessant. Also, dass man das Forum noch so gut erkennen kann, hätte ich nicht gedacht. Ich bin wirklich überrascht. Hier kann man jetzt noch grob Fresken erkennen. Die schönsten sind allerdings abgemacht worden im 18. Jahrhundert, teilweise an andere Königshäuser verschenkt worden. Ja, und auch teilweise zerstört worden, damit sie nicht in falsche Hände fallen. Man hat dann aber auch relativ früh schon ein eigenes Museum hier für die Statuen und Fresken und Wertgegenstände, die man hier gefunden hat, eingerichtet in Portici, glaube ich. Ob es das Museum da jetzt in Portici noch gibt oder ob das alles in ein neues Museum gekommen ist, weiß ich nicht. Jedenfalls gab es in der römischen Zeit schon Pizzerien. Und hier kann man jetzt mal eine richtige schöne Römerstraße sehen, so wie die früher gebaut wurden. Sehr beeindruckend. Die haben sich ja durch ganz Europa gezogen. Ja, ich finde, hier kann man sich so richtig vorstellen, wie hier die Ochsenfuhrwerke durchgefahren sind. Menschengedränge, Markt. Toll. Ich hätte jetzt vermutet, dass die Mauern viel weiter runtergebrochen wären. Aber es ist wirklich noch alles gut erhalten und sehr beeindruckend. Und der ganze Park ist auch riesengroß. Also ich hätte gedacht, eine Stadt von 10.000 Menschen wäre kleiner gewesen. Die Dächer sind ja wahrscheinlich Holzbalken mit Ziegeldeckung gewesen. Und die sind dann unter der Last des Bimssteins und der Asche eingebrochen und dann später bei den Glutwolken verbrannt. Hier jetzt mal ein Blick in eine etwas schmalere Gasse. Das wird wahrscheinlich eine der Hauptstraßen gewesen sein. Da hinten ist auch noch ein Turm. Jetzt bin ich mal in so einen Hinterhof gegangen. Der ist aber auch überdacht, weil es wahrscheinlich wertvollere Mauerreste sind. Das ist schon sehr beeindruckend. Sieht so aus, als wären die Mauern ziemlich dick verputzt gewesen. Und hier sind einige Freskenreste zu erkennen und da ist wahrscheinlich eins rausgebrochen. Ich weiß nicht, ob die Farben noch original sind, aber es sieht auf jeden Fall sehr schön aus. Ich bin jetzt mal auf den Turm der Stadtmauer draufgegangen und von hier aus hat man einen super Überblick über die ganze Ausgrabungsstätte. Da drüben liegt das heutige Pompeji
an der Kirche. Da drüben war ich ja vorhin, habe da was gegessen. Und dieses Gelände musste von den Franzosen dann erstmal enteignet werden, bevor die Ausgrabungen anfangen konnten. Die haben das dann relativ professionell gemacht. Und da sehen wir nochmal den Vesuv. So weit ist er nicht entfernt, aber auch nicht besonders nah. Also da müssen schon ordentliche Kräfte gewirkt haben, dass das alles bis hier hingekommen ist. Und nach dem Ausbruch hat sich erstmal eine Caldera gebildet, also so ein eingestürzter Schlot. Und in diesem Schlot hat sich dann später nochmal der heutige Vulkankegel gebildet. Ich glaube, ich beende das Video jetzt hier. Ich hoffe, es hat euch einen kleinen Eindruck verschafft von diesen Ausgrabungsstätten und Lust darauf gemacht, hier selber mal herzukommen. Ich kann zu den einzelnen Gebäuden nichts sagen, es steht nichts dran und ich weiß es auch einfach nicht. Wenn ihr kommt, dann empfehle ich euch eine Führung oder euch einen Audioguide zu holen, dann könnt ihr mehr erfahren. Ja, ich schaue mich jetzt hier nochmal in Ruhe um, genieße das mal hier zu sein. Ich bin wirklich froh, dass das so geklappt hat, dass ich jetzt nicht extra noch eine zweite Nacht hier bleiben muss, sondern dass ich das jetzt eben heute Nachmittag besichtigen kann. Und dann gehe ich zurück in meine Unterkunft. Die ist relativ einfach. Das ist ein Hotel, gehört zu einem Campingplatz, aber er liegt nur 5 Minuten von hier entfernt. Das passt wirklich gut. Wenn ich ein weiter entferntes Hotel gebucht hätte, hätte ich es nicht mehr geschafft, heute Nachmittag hier reinzukommen. Ja, morgen geht es dann weiter Richtung Neapel. Ich weiß noch nicht, ob ich mir das antue und mit dem Fahrrad fahre oder ob ich hier direkt am Bahnhof den Zug nehme. Wir werden es sehen. Und wenn du wissen willst, was ich dann morgen mache und was ich sehe und erlebe, dann abonniere jetzt den Kanal und schalte auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt, ich kam, ich sah, ich filmte. Tschüss!